Ja, hallo meine Lieben. Ich war letzte Woche im Outlet Center in Foxtown in der Schweiz, genauer gesagt in der italienisch sprechenden Schweiz und habe dort ein bisschen Teile geshoppt, welche ich sehr schön und auch sehr günstig gefunden habe und ich möchte euch diese auch zeigen, damit ihr, falls ihr Interesse habt, diese nachkaufen gehen könnt oder im Internet bestellen könnt. Und ja, genau, und diese würde ich euch eben gerne heute mal zeigen, dass ihr sehen könnt, was ich toll gefunden habe und mir auch selber gekauft habe, da ich diese Produkte auch gebraucht habe, weil ich kaufe eher Sachen, welche ich brauche und nicht einfach allgemein etwas kaufe, nur damit ich etwas gekauft habe. Genau, und genau, wir können sonst mal anfangen und ich zeige euch mal, was ich geshoppt habe. Das erste Produkt, welches ich euch gerne zeigen möchte, ist ein olivgrüner Pullover von Tommy Hilfiger. Dieser sieht so aus. Von Tommy Hilfiger am Ärmel und diese habe ich mir für je 44,70 Franken gekauft für die kälteren Tage, welche jetzt kommen. Und es ist ebenso, bei Tommy Hilfiger könnt ihr auch Rabatte haben an der Kasse, falls ihr die App runterladet, und dann habt ihr noch mehr Rabatte. Genau. Und von diesem Pullover habe ich mir nochmals denselben gekauft, jedoch in Königsblau, weil ich finde halt, das sind normale Basics und diese kann man immer anziehen und sehen immer schön aus und ist toll, wenn man diese in verschiedenen Farben hat, dann kann man sie auch verschieden kombinieren. Genau. Der Königsblaue Pulli sieht so aus. Gesagt, sie haben wirklich die gleichen Muster und es ist einfach dasselbe in Königsblau und sehr hübsch natürlich. Also wie gesagt, für 44,70 super. Und das Material ist natürlich auch sehr toll, es besteht aus 100% Baumwolle und das heißt dann natürlich, es schwitzt auch weniger und ich denke, Qualität ist eben super und ihr könnt es ja mehrmals waschen und ich denke nicht, dass es an Qualität verlieren wird. Genau. Das waren die Pullover von Tommy Hilfiger. Genau. Natürlich brauchte ich noch eine Trainerhose, weil ich zu Hause gerne Trainings mache mit dem YouTube aufschalten im Fernsehen und genau, da brauchte ich eine neue Hose und zwar habe ich diese dann im Puma gefunden, welche sehr viele Prozente hatten und ich habe mir dann diese Trainerhose gekauft. Die hat auch so Leuchtreflektoren, falls ihr am Abend rausgeht und joggt, damit euch das Auto sieht. Genau, das haben wir. Hier wäre das Logo, Puma natürlich, oder von hinten sieht diese so aus. Und ich habe halt immer, wie gesagt, die Größe M. Und genau, hier kann man diese auch zubinden, fester schnüren, dass die Hose nicht ständig rutscht, falls man springt oder rennt. Genau. Sehr gute Qualität natürlich, wie gesagt, und diese habe ich 20 Franken gekauft. Was kann ich euch sonst noch sagen? Genau, das eher ein bisschen teurere Produkt, welches ich mir gekauft habe, ist diese schöne Burberry-Hose. wollte diese
Bluse immer, weil ich das Muster von Burberry so toll finde und ich finde auch, diese steht den dunkelhaarigen Frauen sehr schön. Und diese Bluse habe ich lange gesucht in den Outlets und wurde dort fündig. Ich wusste, die Preise von Burberry sind nicht gerade die günstigsten, jedoch wollte ich diese Bluse schon so lange und diese ist halt auch schön klassisch und ich habe den klassischen Stil, welchen ich gerne trage und habe die Bluse für 159 gefunden und habe mir gedacht, okay, ich habe diese so lange gesucht, jetzt, als ich sie mal gefunden habe, kann ich sie mir kaufen. Und dann habe ich sie mir gekauft in meiner Größe. Genau, und sie sieht eben so aus. Sehr schön. Nach der Arbeit wäre diese natürlich sehr schön. Und auch am Wochenende hat man sich mal schön stylt. Ja. Nachher habe ich mir auch einen Rucksack von Michael Kors gekauft, weil ich einen sehr dringend brauchte und ich wollte einen mit guter Qualität und habe dann diesen bekommen. Die Farbe ist dunkelblau mit so hellgrauer oder hellblauer Farbe mit dem Logo hier. Und diese hat natürlich Fächer, weil ich diese sehr brauche. Hier ist ein kleineres Fach, wo man das Handy verstauen kann. Oder auch so Kopfhörer, Schlüssel. Also ich denke mal sicher nicht das Portemonnaie, weil es sicher leicht zum Klauen. Dann hat diese Tasche hier noch ein größeres Fach und die Reißverschlüsse und alles, das funktioniert super. Also ich habe diese Tasche gesehen und habe gesagt, okay, ich brauche diese. Weil eigentlich wollte ich zuerst die braune, aber die hat mir irgendwie live nicht gefallen. Und ich habe dann diese gesehen und gesagt, okay, die kann ich auch zu allem kombinieren. Und ja, das Leder ist toll, die Farbe ist toll. Genau, und darum musste ich sie kaufen. Und diese sieht so aus, die hat auch ein großes Fach und hier kann man so kleinere Sachen verstauen, eben wie das Portemonnaie zum Beispiel. Und da sonst noch 2 Fächer. Genau, ich denke auch ein kleiner Laptop würde reinpassen. Und ja. Was noch toll ist an dieser Tasche ist, diese hat ja wie bei Michael Kors klassisch so diese Gürtelschnallen und diese kann man halt auch bei den verschiedenen Löchern anpassen, die Größe, ob man sie lange oder kurz tragen möchte. Genau, das wäre diese Tasche. Und diese habe ich für 159 gekauft. Also es ist immer so in den Läden, falls man mehrere Produkte kauft, bekommt man mehr Rabatt. Aber da ich halt eben wie gesagt erst das kaufe, was ich brauche, hatte ich nicht so viel Rabatt, aber diese Tasche musste ich haben. Genau. Ja. Nachher, apropos Taschen. Ich brauchte natürlich auch Longchamp-Taschen. Und Longchamp hat neu in Foxtown einen Laden und ich habe mir mal gesagt, okay, ich gehe mal schauen, was es so hat, weil vielleicht hat es Farben, welche mir gefallen und ich wollte eigentlich die schwarze Longchamp. Darum habe ich mir gesagt, okay, ich gehe mal schauen. Dann bin ich gegangen und der Laden war recht leer, also 2 andere Personen waren dort und ich war dort und habe mir sofort natürlich die Taschen angeschaut, ob die Farbe schwarz da war, aber war nicht. Und dann habe ich gefragt, ob es die schwarze Tasche gäbe, Le Voyage da. Und die haben gesagt, nein, leider nicht, du musst diese wirklich im Laden selber
Decathlon gehen und nicht im Outlet. Okay, ich schaue mal nach, was ich sonst toll finde oder nicht. Und dann habe ich natürlich schöne Taschen gefunden. Und zwar in Schoko Brown. Und zwar bräuchte ich eine kleinere und die sieht so aus. So sieht die Tasche aus. Also hier, diese Henkel sind ja aus Leder und dieser Teil hier auch. Und genau, diese brauchte ich zum Arbeiten, da diese die perfekte Größe hat für so Portemonnaies, Brillen, und manchmal bin ich halt auch so jemand, welcher so Jacken mitnimmt und diese verstaut, und diese hat halt die perfekte Größe für die Arbeit. Genau, weil meine andere alte Longchamp ist leider durch den starken Regen kaputt gegangen, aber ich trage sie immer noch, und jetzt möchte ich diese eben gerne mit dieser austauschen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Longchamp-Taschen kennt, aber diese haben oft hier auch ein kleines Fach, dass ihr eben so wichtige Sachen verstauen könnt, so Kleinkrams. Und die große Tasche halt selber ist einfach recht groß, wie ihr sehen könnt. Und ja, und ich muss sagen, ich habe diese Taschen sehr, sehr günstig gekauft. Und zwar könnt ihr sehen hier, die hat 130 gekostet, wurde nachher runtergeschrieben auf 75, und ich habe nochmals den halben Preis auf 75 gekriegt, diese Tasche. Und für diesen Preis findet ihr diese Taschen sehr, sehr selten, auch in Secondhand oder gebraucht eben. Das ist so schwierig, eine schöne neue Longchamp zu diesem Preis zu finden, und ich musste natürlich halt zugreifen. Das wäre die kleinere, und dann habe ich mir noch die größere gekauft. Also die sieht so aus. Die ist genau das gleiche Modell, einfach größer. Für zum Beispiel für die Schule, für das Studium, oder falls man in die Ferien geht, kann man diese Tasche mitnehmen. Genau. Und eben, die sieht genau gleich aus. Die hat auch hier wieder ein kleines Fach und das große Fach. Und man kann wirklich viel rein tun. Also große Ordner, Blöcke, Portemonnaies, genau. Und diese war, ich muss schnell schauen, diese war 45 Franken. Und ich habe auch auf diese noch Reduktion erhalten, also sehr günstig. Das ist ein Preis und diese Qualität. Musste ich einfach zugreifen, und das ist eben das L-Modell. Ja, ich habe euch noch sonst 2 Produkte, und ich muss sagen, ich habe mir da Nike Sneakers gekauft. Outlet. Und es hatte so viele Menschen vor dem Nike, und ich habe diese Schuhe gesehen und habe mich direkt verliebt. Also genau, falls ihr könnt, geht und nehmt euch diese Schuhe. Und zwar sind das diese Sneakers. Man sagt ja die Ugly Styles Sneakers, zum Beispiel von Balenciaga. Und diese sind von Nike, also wirklich, ich habe diese gesehen und dachte mir, oh mein Gott, ich habe so viele Schuhe, aber ich darf nicht nochmal Schuhe kaufen. Kauf die nur, falls du diese wirklich brauchst. Und ich habe sie gekauft, weil ich keine schwarzen Sneakers hatte. Und schwarz kann man zu allem kombinieren. Und genau, und was mich ein bisschen abgeturnt hat bei diesen Schuhen, auf dem Karton stand 90 Franken. Und ich habe mir gedacht, okay, 90 Franken für ein Outlet ist immer noch teuer, und ich weiß nicht, keine Ahnung, soll ich sie nehmen oder soll ich es nicht? Und ich wollte diese nachher stehen lassen. Ich bin dann nachher,
ja, nachher habe ich mir halt nochmals überlegt, soll ich sie wirklich nehmen? Und irgendwie gingen mir diese Schuhe nicht aus dem Kopf. Ich dachte, okay, für 90 Franken halt. Nicht, dass ich es bereue zu Hause und sage, wieso habe ich mir diese nicht gekauft? Bin ich zur Kasse, wir haben diese bezahlt und die Frau sagt an der Kasse, du hast für diese schwarzen Schuhe hast du noch 70% Rabatt. Und ich so, okay, was macht dann der Preis? Also, ja, das kostet ja fast nichts mehr und so. Und dann sie so, ja, diese kosten 30 Franken. Nike Sneakers, so schöne, mit so einem schönen Modell, 30 Franken. Und ich mir so, okay, das ist so geil, habe ich mir diese jetzt gekauft, weil falls ich dies nicht hätte, hätte ich es bereut und ich konnte so viel sparen und ich weiß schon jetzt, diese werden meine Lieblingsschuhe, also wirklich sehr schön. Falls ihr könnt, geht und kauft euch diese Schuhe, weil es hat noch so viele, weil die meisten Menschen glauben, dass es nicht günstiger wird an der Kasse, aber riskiert es und bekommt diese schönen Schuhe. Genau. Dann kommen wir schon zu meinem letzten Produkt und zwar wollte ich mir eine Winterjacke kaufen und war wie heißt das Laden nochmal, in Woolrich. Ich weiß, der Kragen ist echt Pelz, aber diese Jacken haben mir immer so gefallen an andere Personen und ich wollte diese Marke ausprobieren. Dann habe ich diese Jacken ausprobiert und ich muss sagen, sie waren so eng geschnitten und der Preis war irgendwie, trotz Outlet war es immer noch so 550 Franken, wo ich mir nachher überlegt habe, okay Nesla, diese Jacke ist dir zu eng, klar, sie ist sehr schön, aber auch der Preis ist schön. Und ich habe mir nachher so gedacht, soll ich oder soll ich nicht? Und habe gefragt, ja, habt ihr noch eine L zum Ausprobieren? Weil diese haben im Lager oft auch die größeren Größen und tun wenige halt in die Läden, damit man einfach schneller kauft. Und dann habe ich eine L gekriegt, aber meine Wunschjacke in L war nicht da. Dann habe ich mich so überlegt, so soll ich oder soll ich nicht. Ich schaue noch in anderen Läden vorbei und sonst komme ich ja nochmals, falls ich Interesse habe. Und dann habe ich sie stehen gelassen, die Woolrich-Jacke, und habe gesagt, okay, nein, also 550 Franken für die Größe M und sie ist ein bisschen eng an der Taille und falls man irgendwo sitzt, dann fühlt man sich nicht wohl und ich bin so eine Person, ich muss mich immer wohlfühlen in meinen Kleidern. Und dann hatten wir noch einen Laden zu besuchen und nämlich den Ralph Lauren Laden, weil dieser Laden gefällt mir sehr. Mein Stil ist eben klassisch elegant und Ralph Lauren spielt halt dies an. Dann bin ich durch den Laden, es ist ja momentan Sommer und darum sehr schwierig etwas für den Winter, Herbst zu finden. Und ich war durch den ganzen Laden und habe keine Jacke gefunden oder Mantel oder nichts, weil es war alles kurzärmlich, kurzhosig. Und genau, dann habe ich eine Frau gesehen, welche so in einem Rayon war, wo alles viel günstiger war als sonst. Aber diesen Bereich haben halt viele nicht gesehen. Dann bin ich dorthin und habe eine Jacke gesehen, also eine Winterjacke. Und ich natürlich, oh, was ist das für eine Größe, oder? Ich muss unbedingt schauen, weil diese hat mir schon gefallen von der Farbe her. Ich kann sie euch mal jetzt zeigen, welche. Und zwar ist es dieser Mantel, also
Dieser hat hier so einen Gurt für die Taille. Die Ärmel sind so. Der Kragen ist kein echter Pelz, aber sieht trotzdem elegant aus und ist weich. Oben hat die Kapuze, falls es regnet. Hat hier an dem anderen Ärmel das Logo, welches sehr schön ist von ihm. So silbergrau, weil ich mag eher weniger Gold und das hat mir halt sehr gefallen. Und die Größe ist L. Und eben, wie gesagt, ich habe diesen Mantel gesehen und gedacht, oh nein, wieso nicht in M? Weil L ist mir manchmal zu groß. Dann habe ich mir gesagt, okay, ich probiere diesen mal. Und Leute, ich sage euch, dieser hat so gepasst. Also, als hätte es war nur ein Mantel dort. Als hätte dieser Mantel wirklich auf mich gewartet. In dieser Farbe, in diesem Style. Ja, ich musste diese einfach probieren und habe probiert und das war perfekt und ich habe mir gesagt, okay. Und der Preis, Leute, war 127 Franken. Ja, fast das Vierfache weniger als bei Woolrich. Und ich habe mir gesagt, okay, ich nehme diese. Falls, ja, die Wintermäntel sind so teuer. Ja klar, Daunen und so und halt hält warm und die Marke und so, aber du kannst doch nicht eine Jacke ab 200 verkaufen, finde ich. Also, ja, ist mir einfach irgendwie zu teuer. Ich weiß, okay, die haben bessere Qualität und die halten auch warm und so, aber für mich ist das immer noch teuer. Ich habe nachher halt diese Jacke gesehen, Ralph Lauren, 127 Franken 90 oder so. Ich dachte mir, okay, du nimmst diese einfach. Weil auch falls irgendwie diese Jacke dreckig wird oder irgendetwas, du sagst dir nicht, oh mein Gott, ich habe so viel Geld ausgegeben. Ja, keine Ahnung. Ich finde einfach, weniger lohnt sich auch. Ja, und ja, jetzt bin ich halt froh, habe ich euch diese Produkte gezeigt und jetzt kann ich sie endlich auch verräumen und versorgen und auch anziehen und probieren und so, weil diese haben so lange gewartet, bis ich das Video gedreht habe und mich hat das nachher so gestört, dieses Chaos, und ich musste mir sagen, okay, du drehst jetzt das Video, dein erstes Video, und ja, schaust, wie die Leute reagieren. Vielleicht, ich weiß, dass viele Leute meinen Style mögen und vielleicht konnte ich euch so mit Tipps geben und Vorschläge, und ja, geht und schaut euch diesen Laden an. Es hat so viele schöne Läden dort. Gucci, Burberry, eben Tommy Hilfiger, es hat Versace, auch eher günstigere Läden, zum Beispiel Guess oder so, oder eben Michael Kors. Es hat für wirklich jeden Mann etwas dort, und ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, welcher dort mit leeren Taschen rausgegangen ist. Also ich finde immer etwas dort. Genau. Ja, ich hoffe, ihr konntet etwas von diesem Video herausnehmen und wünsche euch einen schönen Tag.